Dorfparty-Playliste. Ja, liebe Freunde, heute möchte ich über ein Thema sprechen, das viele von euch interessieren dürfte. Musik auf Dorfpartys. Denn als DJ mit langjähriger Erfahrung habe ich schon viele Partys auf dem Lande aufgelegt und möchte meine Erfahrung jetzt hier mit euch teilen. Viel Spaß! Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn man als DJ auf einer Dorfparty auflegt, dann muss man sich auf eine etwas andere Stimmung einstellen als auf einer Stadtparty. Das können wir bestimmt alle Dorfkinder hier bestätigen. Denn gerade auf Dorfpartys geht es manchmal etwas bodenständiger. Damit ist aber auch keineswegs langweiliger gemeint. Die meisten Gäste sind nicht auf der Suche nach den neuesten Clubhits, sondern wollen einfach eine gute Zeit haben und zu Musik tanzen, die sie kennen und die sie lieben. Und gerade für die Zusammenstellung einer richtigen Dorfparty-Playliste möchte ich dir jetzt einige Tipps geben. Tipp Nummer 1 ist das Publikum. Denn das Publikum auf Dorfpartys ist oft bunt gemischt und reicht von jungen Menschen bis hin zur älteren Generation. Es ist oft wesentlich heterogener als zum Beispiel in Clubs in der Stadt. Es gibt auf Dorfpartys oft Stammgäste, die sich regelmäßig treffen und es sich auch zur Aufgabe gemacht haben, jedes Jahr aufs Neue eine tolle Party zu organisieren. Diese Stammgäste haben oft genaue Erwartungen an den DJ. Man sollte also immer bereit sein, auf die Wünsche der Gäste einzugehen. Was gehört denn jetzt auf so eine Dorfparty-Playliste? Also, als DJ auf Dorfpartys darf und soll man nicht nur alte Schlager und Volksmusik spielen. Auch hier gibt es viele Gäste, die auf moderne Pop- und moderne Dance-Songs einfach abfahren. Der Trick ist, die richtige Mischung aus alten und aus neuen Hits zu finden und darauf zu achten, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Hey, traut euch ruhig mal ungewöhnliche Songs zu spielen. Hier kann man zum Beispiel lokale Volksmusik oder auch bekannte Schlager in einer Remix-Version auflegen und so für eine Überraschung sorgen. Solche Songs können oft für viel Begeisterung sorgen und die Gäste dazu animieren, ausgelassen zu feiern. Und auch durch die häufig große Altersspanne auf Dorfpartys ist es wichtig, als DJ auf eine breite musikalische Palette zurückgreifen zu können, um für jeden Gast einfach etwas Passendes zu finden. Man kann zum Beispiel ältere Hits aus den 70er oder 80er Jahren mit aktueller Chartmusik mixen und so für eine abwechslungsreiche Stimmung sorgen. Ja, du findest ja von vielen 70er, 80er Songs ja mittlerweile auch gute moderne Remix, die du auf so einer Dorfparty auch spielen kannst. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, lokal zieht immer. Hey, eine gute Möglichkeit, um die Stimmung auf einer Dorfparty so richtig aufzuheizen, ist das Spielen von lokalen Hits. Guck mal, es gibt in fast jeder Region bestimmte Lieder, die bei den Einheimischen besonders beliebt sind und sofort für gute Stimmung sorgen. Man denke nur zum Beispiel an Köln, an den Karneval und die typisch kölschen Hits. Wäre eine Möglichkeit. Wenn man als DJ solche Hits kennt und sie geschickt in seine Setliste einbaut, kann man die Gäste schnell auf seine Seite ziehen. Ein weiterer Tipp: Stellt euch auf euer Publikum ein. Gerade als DJ auf Dorfpartys sollte man auch darauf achten, dass man sich gut auf die Gäste einstellt. Denn oft sind die Menschen hier zu Beginn etwas zurückhaltender und es braucht eine Weile, bis die Stimmung so richtig in Fahrt kommt. In solchen Momenten ist es wichtig, als DJ geduldig zu bleiben und darauf zu achten, dass man die Gäste nicht überfordert. Man sollte nicht zu schnell zwischen den Songs wechseln und den Gästen auch die Möglichkeit geben, sich Stück für Stück auf den Abend und auf deine Spielgewohnheiten einzustellen. Ein weiterer Tipp: Tretet mit den Gästen in Kontakt und schafft so eine gute Atmosphäre. Denn als DJ hat man eine wichtige Rolle dabei, das Publikum zu unterhalten und dafür auch zu sorgen, dass alle Gäste einfach eine gute Zeit haben. Man kann zum Beispiel zwischen den Songs mit den Gästen auch mal reden
und sie animieren, auf die Tanzfläche zu kommen oder zumindest zu suggerieren, dass man bereit ist, auch Songwünsche anzunehmen. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass Musik auf Dorfpartys eine besondere Herausforderung für DJs darstellt. Das heterogene Publikum erfordert eine hohe Flexibilität und vor allem auch richtig gutes Crowd-Reading. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, eine gute Mischung aus alten und neuen Hits zu finden, lokale Hits zu spielen und auch auf die Bedürfnisse der Gäste einzugehen. Als DJ sollte man geduldig sein und eine gute Atmosphäre schaffen, um eine ausgelassene Stimmung auf der Party zu erzeugen. Gerade mit ein paar Tricks und mit ein paar Kniffen kann man als DJ auf Dorfpartys wirklich eine unvergessliche Party auf die Beine stellen, die wirklich für alle noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und wenn du dabei Unterstützung wünschst, dann empfehle ich dir mal unter dieses Video hier drunter zu gucken, denn dort findest du die Links zu meinen DJ-Kursen. Zu denen kannst du dir ganz einfach Zugang holen und dich auch direkt online einloggen. Überall und jederzeit, entweder vom PC aus oder auch vom Smartphone und damit kinderleicht das DJing zu erlernen. Egal ob für Dorfpartys, für Stadtfeste oder auch für größere Events. Starte zum Beispiel mit meinem kostenlosen Einsteigerkurs oder arbeite den fortgeschrittenen Kurs durch. Oder, wenn du möchtest, steige direkt in den Profikurs ein und lerne alles noch detaillierter, wie unter anderem auch das professionelle Crowdreading auf Events. Wähle ganz einfach dein Level. Schau dafür unter das Video mit runter und wenn du sofort weiter gucken willst, dann schau dir diese Playlist hier mal an.